Einen wunderschönen guten Morgen am 26. Oktober 2020 bei einer neuen Folge der Amma News. Und wir starten mit einer wunderschönen Nachricht. Weiß nicht, wer es gesehen hat. Die Marke Denkriesen mit Stadtland Vollpfosten und anderen Spielen wie Klatschen ist jetzt ganz groß im stationären Bereich angekommen. Eine kleine Hamburger Private Label Marke, vor Jahren gegründet, und aufgrund des Spiels habe ich die tatsächlich immer auf dem Schirm gehabt, weil das einfach so ein gutes Spiel ist. Ja? Achtung, keine Werbung, aber die haben sich richtig gemausert. Da mal kurz herzlichen Glückwunsch dazu. Nun zurück zu den News. Ja, 5 Wochen Angebote liegen vor uns. Das wird sensationell, und da sind auch aktuell schon weit über 1000 Angebote live. Ja, die laufen, so wie ich es gesehen habe, auch bestimmte Zeiträume ab, bis zu 24 Stunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Im Gegensatz zum Prime Day natürlich jeden Tag jetzt wieder neue Sachen, und wir haben fast 10.000 verfügbare Angebote. Das ist natürlich wieder das Schlimme an der ganzen Geschichte, sich da durchzuwuseln. Das heißt also, setzt im Schwerpunkt auf Sichtbarkeit, Auffindbarkeit, dass die Leute euch finden und merken, dass ihr Angebote habt. Dann das liebe Brand Analytics für die Vendoren. So muss das aussehen. Ja, auch ihr habt Brand Analytics, und dort gibt es ein neues Feld, das heißt Traffic Diagnose. Und genauso endlich nach Jahren, nach Jahrzehnten. Ihr habt eure Seitenaufrufe und eure Conversion Rates. Jetzt könnt auch ihr eure Handlungen im Content, euren A+, eure Werbung deutlich besser messen. Und ihr könnt natürlich auch endlich mal eure Gebote sauberer berechnen. Ja, ihr habt endlich mal so eine Kalkulationshilfe, denn Marge mal Konvertierungsrate sollte ja der durchschnittliche Klickpreis sein, wenn man aus dem Produkt selbst heraus die Werbung finanzieren sollte. Ja, dann gibt es sogar noch eine Neuerung in Brand Analytics. Wenn man ganz runter scrollt unter die Suchbegriffe, dann gibt es einen neuen Tabellenbereich, Produkte, die nicht mehr zu den Top 3 ASINs mit den meisten Klicks gehören. Ich habe noch keine Daten gesehen, einer hat aber Daten drin. Das ist ganz spannend. Ihr dürft es nur nicht falsch verstehen. Wenn ihr dort Artikel von euch seht, die aus den Top 3 rausgeflogen sind, der Top 3 am meisten geklickten, heißt das, die waren in den Top 3. In den Top 3 können immer nur pro Suchbegriff 3 drin sein. Das heißt, pro Tag reden wir bei 400.000 Suchbegriffen von 1,2 Millionen Produkten. Und ihr wart da dabei oder seid dabei. Ja, um das rauszufinden, einfach immer runterladen, Steuerung F, eigene Marke eingeben, dann seht ihr, welche Durchdringung ihr wirklich habt. Wer dort keine Ergebnisse sieht, der sollte sich Sorgen machen, weil der gehört dann halt nämlich nicht zu den Top 3 ehemals und kann dann mal die Gesamtdatenlage angucken. Also seht das mal als positive Information, wenn ihr euch dort drin findet. Und wenn ihr euch nicht drin findet, müsst ihr wirklich mal den gesamten Suchbegriffbericht runterziehen, mit Steuerung F eure Marke suchen. Die meisten schätzen das völlig falsch ein. Das sind nicht so viele Artikel, und da hängt auch dann zwar viel Kaufkraft etc. dahinter, aber dazu gerne mal die Brand Analytics Daten ansehen. Da haben wir 2 umfangreiche Blogbeiträge. Dann die neue Echo Range. Es wird rund. Ja, das fand ich recht spannend. Coole Produkte, muss ich sagen. Sieht nicht schlecht aus. Und waren schon in Angeboten, werden wieder kommen. Mal sehen, was dieses Jahr noch so passieren wird. Dann, ja, Pro Evolution Soccer, rein, wer Spiele mag, Riesengeschichte, dieses Jahr kein neues Spiel. Aufgrund der Krisensituation hat man sich für ein Update entschieden, im Gegensatz zu FIFA, die ein neues Spiel zum vollen Preis rausgebracht haben. Und ich habe das auch, aber leider können wir Rezensionen dieses Artikels nicht annehmen. Bei diesem Produkt bestehen Beschränkungen für die Übermittlung von Rezensionen. Das kann verschiedene Gründe haben, beispielsweise ungewöhnliche Rezensionsaktivitäten. Hier spannend, weil ich es direkt runtergeladen habe im PlayStation Store und wollte einfach nur eine Bewertung abgeben, weil mega gutes Spiel etc. und konnte es nicht. Hier ist es interessant,
wie viele Leute wollten das wahrscheinlich? Also hat Amazon es irgendwie geblockt, dass wirklich nur Käufe dann auch bewerten können? Und warum macht das Amazon nicht immer so? Ja, ich weiß nicht genau, was los war, aber hochspannende Fehlermeldung. Dann hatten wir letzte Woche ja schon ein Video dazu gemacht, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber. Es gibt einen neuen Badge. Weihnachtsgeschenk. Juhu. Ja, woher der kommt, wissen wir nicht genau. Und dass der inflationär benutzt wird, wissen wir, wenn wir das Wort Lego eingeben. Ja. Ich habe erst gedacht, ey, coole Geschichte, und dann war es doch so, ja, genau, ist dann doch überall. Wenn man dann draufklickt, kommt man auf eine eigene Landingpage für Weihnachtsgeschenke. Da ist wirklich alles dabei. Ich habe es mal versucht, mit den Wishlisten ein bisschen abzugleichen. Man findet nichts. Also wie die Produkte da reinkommen und wie die da zusammenhängen oder was überhaupt. Ich vermute nicht allzu viel wirkliche Denkarbeit, ne, sondern irgendwie zusammengewürfelt. Ja, dann für die lieben Seller. Es gibt eine neue Lagerbestandsdatei für mehrere Marktplätze. Das ist richtig cool, wenn man wirklich Massepflege machen will. Ihr seht auch hier, da kommt bei euch dann beim Thema Lagerbestandsdatei hochladen ein neues Infofeld, wenn ihr da Zugang für habt. Und dann kann man halt direkt wirklich viele Länder auf einmal pflegen. Das kann richtig Probleme lösen und helfen. Ja, hab das mal auf dem Schirm. Ja, und dabei, wenn ich da gerade nach Neuerungen gesucht hatte, bin ich nochmal zu den Bereichen gegangen der Bilder und hatte geguckt, ob ich die 360-Grad-Videoanleitung irgendwo finde, beziehungsweise die 360-Grad Drehteller, Bilder. Dazu gibt es dann ein zusätzliches Video. Ich habe sie nicht gefunden, aber bin auf das gestoßen. Das fand ich doch dann ganz lustig. Unsere Verkäufer benutzen folgende Tools und Dienste: PaintNet, GIMP, Adobe, Decompose, Yantram und dann auch direkt diese Links dazu. Und dann ich war wegen diesem Satz einfach so erschüttert. Ja, wir können für die Qualität dieser Vorschläge nicht garantieren. Warum sind die dann drin? Dann habe ich es mal aufgemacht und das eine sieht so aus wie eine High-End Mega-Agentur. Ja, wir sehen auch schon Fossil, Essex, so große Leute dabei. Und die andere sieht so aus. Möchte das jetzt nicht werten. Aber sowas findet man als direkte Links in Amazon. Ja, hochspannend. Dann aus den USA schwappte das Thema rüber. Das war krass. Also da muss ich schon sagen, das ist heftig. Wir wissen ja, dass Amazon jetzt einem Geld gibt, wenn man seine ganzen Rechnungsbelege hochlädt, wo man eingekauft hat, stationär. Ja, da gibt es irgendwie $10 oder so. Ja, solange du nicht bei irgendwelchen Amazon-Themen einkaufst, Amazon-Läden. Und ich weiß nicht, ob die das als Preisvergleich machen wollen oder ob die wirklich das stationäre Kaufen fördern wollen. Und gleichzeitig geben sie dir Rabatt, wenn du Sold by Amazon gekauft hast und dann auch wieder kaufst. Das ist natürlich eine krasse Geschichte, muss ich schon sagen, ja. Und dann ist das Thema, dass das Prime-Logo immer weg war, und dann hat einer wirklich einfach mal den Support angeschrieben und auch eine gute Antwort bekommen. Das Prime-Logo wurde absichtlich, ja, also wirklich wissentlich und willentlich aus den Suchergebnisseiten da rausgenommen und ist wirklich nur noch in den Sekundäransichten zu sehen. Und das lag daran, dass aus irgendwelchen nicht klaren Gründen die Einheitlichkeit der Darstellung weg war und Amazon dann lieber gesagt hat, okay, wir nehmen das raus. Also wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, das liegt tatsächlich an internen Geschichte. Mal sehen, wann und ob das geklärt wird. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wie schon gesagt, 360-Grad-Video. Da gibt es eine schöne Anleitung von Amazon. Da kommt noch ein Video die Tage. Und ansonsten Kanal abonnieren, Glocke drücken, und ich wünsche euch eine schöne Woche.